Wir sind Nomaden. Wir sind frei. Zu Hause auf der Straße. Leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder. Ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Noch 50 Kilometer. Dann sind wir in Chile. Ja, wir freuen uns. Das dritte Land auf unserer Südamerika-Reise. Und das Ende der Welt ist nah. Wenn wir nach Chile kommen, überqueren wir die Magellanstraße und dann sind wir in Feuerland. Ja. Ja, da freuen wir uns drauf. Wir hoffen, dass es jetzt an der Grenze easy ist. Wir haben alle Papiere, wir haben alles für die Hunde. Wir haben alles an Obst und Gemüse raus, kein Fleisch mehr, die Wurst gerade gegessen. Ja, das heißt, es kann uns eigentlich jetzt erstmal, steht uns nichts mehr im Wege. Wir melden uns von der Grenze wieder. You'll never guess the places that I've been. So, wir sind da. Argentinischer Teil der Grenze. Auschecken, unser Auto auschecken. Und mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich hoffe, es klappt schnell. Und dann kommt noch der chilenische Teil der Grenze und da werden wir dann auf Früchte und was dazugehört kontrolliert. Ich glaube hier, ne? Parece. Podemos passar sin nada, ¿no? No, tenemos que Argentina, check out. No. Bienvenidos del otro lado. Voy a preguntar. Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt einfach mal durchgefahren und wir sind eigentlich schon raus aus Argentinien. Hätten wir anhalten müssen, aber da war kein Stopp, da ist keiner, da ist niemand. Jetzt stehen wir hier in Niemandsland. Und Alessandra ist jetzt hier reingelatscht und man muss auf der Einreiseseite für die Argentinier die Ausreise machen, war natürlich nicht ersichtlich. Ja, nicht so tragisch. Ich hoffe, sie kann das alleine machen, weil Fingerabdrücke habe ich schon abgegeben. Ich brauche nur einen Stempel im Pass. Ich denke, sie kann das alleine. Da muss ich da nicht mit rein, kann bei den Hunden bleiben, weil es ein bisschen wärmer heute. Also wir haben zwar Wind, aber es ist doch relativ sonnig. Dann will ich das Auto nicht zumachen mit denen. Ja, und dann fahren wir hier weiter. Dann sind es von hier nochmal 3-4 Kilometer. Dann kommt nochmal dieselbe Prozedur auf der chilenischen Seite. Und dann sind wir drin. Und dann sind wir eigentlich nur 2 Tage in Chile, um dann wieder nach Argentinien einzureisen. Weil der südliche Teil von Feuerland, der ist ja weiterhin Argentinien. Es ist ja nur vorher so ein Stück Chile drin. Und ja, da müssen wir halt eben zweimal durch. Ja, nicht so tragisch. Die sind es ja gewohnt. Die meisten, die hier durchfahren, fahren ja nach Argentinien weiter. Und gut ist. Ja, freue ich mich. Chile. Cool. ¿Tienes la luz, baby? Just in case. Ja, wir wissen ja nie. Hemos pasado ahora el borde, ¿no? No, aquí. Chile. Pero no sé. Ya, bienvenido. So, aquí me pongo y aquí declaramos. Creo que la cola es única. No, no, es aquí. La cola. Sí, sí, sí. Aquí declaramos primero. Ahora vengo contigo. No, vieni. Wir sind in Chile! Wir sind in Chile, wir haben es geschafft. Oh, also hier kontrollieren die ja echt fett mit Drogenhund, mit allem drum und dran. Also das war ja, ja, gut. Haben wir ja nichts zu befürchten. Puh. Also, jetzt sind wir in Chile. Und jetzt fahren wir zu einer riesen Pinguinera, oder? Ja.
never guess the places that I've been. Ja, voll krass, Mann. Wir sind da an der Magellanstraße und hier stehen wir mit allen in einer Reihe, um darüber zu kommen. Und es wird bestimmt unsere heftigste Überfahrt. Ich habe da gerade eben einen Tanker gesehen, der an der Magellanstraße fährt und die kreuzt. Und das Ding ist riesengroß, das ist ein Riesenschiff. Und der hat Wellen vorne, also die schlagen über das gesamte Deck, da sind 3-4 Meter große Wellen. Und unser Schiff ist eben nicht riesengroß. So, das wird total krass. Also ich gehe mal mit euch vor ins Wasser, das ist echt richtig heftig. Gucken, wie das hier aussieht. Ja. Meine Güte, ist das krass. So, das ist unser Boot. Unser Boot ist klein. Und da draußen auf See, ich zeige euch das jetzt, da fährt ein großes Boot. Und das taucht vorne ein, bis das Deck mit Wasser überspült wird. Es ist also, man kann sagen, ja, es ist richtig wellig. Oh, es ist krass. Also hier vorne sieht es noch gar nicht so schlimm aus, aber der Wind kommt auch ablandig. Meine Güte, ist es heftig. Schaut euch das an. Der kann kaum die Position halten, so windig ist es. Boah, es ist heftig. Guck mal, hinter dem Pilot, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt schon, hinter dem Pilot ist ein größerer Tanker. Und ab und zu taucht der vorne ein und schmeißt eine Welle übers Deck. Das ist echt krass, das ist so dermaßen windig. Ich hoffe, dass ihr mich überhaupt versteht. Manometer, heftig, heftig. Ja, krass. So, jetzt aufs Schiff und auf die andere Seite. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she Ja, voll krass. Jetzt sind wir auf dem Schiff drauf und es hat so krassen Seegang, ich kann hier überhaupt nicht gerade laufen. Und vielleicht, das kann man hier nicht so richtig sehen, weil sich ja alles bewegt. Wollt ihr es mal sehen? Achtung! Das ist so dermaßen krass. Also jetzt gerade geht's, aber gerade eben hat es uns so zur Seite geschlagen und wir sind noch nicht mal in der Mitte von der Magellanstraße. Das ist die berühmte Magellanstraße und es ist so windig, unglaublich. Achtung, wir tauchen ein. stick him in the scupper with a hose by bottom early in the morning. Fuck. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. So. Geschafft. Geschafft. Und es ist so krass windig, ich kann das Lenkrad nicht loslassen, wirst hier weggeschoben. Geschafft, wir sind in Feuerland. Juhu! Bienvenido a Tierra del Fuego, se escribe. Also der Weg wird immer krasser und die Landschaft wird auch immer krasser. Ist einerseits total schön, aber andererseits total wild und alles voller Guanacos. Der Wind ist so dermaßen krass. Also wir segeln hier lang mit 90. Der kommt so schräg von vorne, das geht noch. Aber man muss sich schon voll konzentrieren. Und die Straße ist so ein bisschen wie in der DDR früher. Ja,
Aber cool, echt. Wir haben jetzt noch so ein paar Kilometer vor uns. Ist gar nicht mehr weit, ich glaube so 20, dann müssten wir da sein. Zum Glück, ich kann nicht mehr. You never guess the places that I've been. Also ich kann echt in deinem T-Shirt da sitzen, aber nur weil unsere Standheizung hier Vollgas ballert und das Auto schaukelt. Also wir sind angekommen an der Pinguinera. Wir sind natürlich viel zu spät dran, das wussten wir aber auch. Bis Nacht pennen wir halt hier, können wir ja morgen früh dann gleich da rein. Können wir ausschlafen, die machen erst um 10 auf, aber der Wind, das ist so kalt draußen, das ist so unglaublich kalt, hier friert echt die Nase ab. Also ab morgen ist Skihose angesagt, das ist mir, also da draußen ist mir echt zu kalt. Aber wir freuen uns ganz doll auf die Pinguine morgen, sind ja so richtige große, sind die zweitgrößte Rasse, glaube ich, die es gibt. Und genau, da freuen wir uns drauf, aber für heute ist Schluss. Bevor es für uns ins Bett geht, habe ich aber noch was zu erledigen. Wir haben ja unsere Analogkarte und es ist ja diesmal unglaublich interessant. Das ist das letzte Stück Kontinent, was es überhaupt zu entdecken gibt. Und auf kleinstem Weg kreuzen wir jetzt eben 2 Grenzen. Und es gibt eben einige schöne Sachen zu sehen und ich zeige euch jetzt mal, was wir jetzt abfahren in diesem Video. Es geht ja, wie gesagt, bis zum Ende der Welt. So, wir sind gestartet in Rio Gallegos. In Rio Gallegos die Straße runter bis zur Grenze. Hier war der erste Grenzübergang nach Chile. So, und dann sind wir über die Grenze rüber, hier bis zum Boot und sind hier mit dem Boot rübergefahren über die Magellanstraße. Und dann immer hier runter und sind jetzt hier bei den Pinguinen. So, da sind die Pinguine. Morgen fahren wir hier die Straße wieder hoch, fahren dann die Hauptstraße. Jetzt geht mir der Stift natürlich aus, war klar. Fahren dann die Hauptstraße hier lang bis Rio Grande. Rio Grande machen wir vielleicht noch mal einen Einkauf, also einen Einkaufsstopp auf jeden Fall. Wir mussten ja alle unser Obst abgeben, als wir nach Chile reingefahren sind. Und fahren dann hier immer weiter runter. So. Genau, hier runter. Und hier soll es was total Interessantes geben. Hier soll ein Schiffswrack sein, was total imposant, interessant aussieht. Das werden wir uns auf jeden Fall morgen mal angucken. Und dann geht es hier immer weiter, immer weiter, immer weiter bis ans Ende der Welt. Und das hier ist die südlichste Stadt der Welt. Hier gibt es zwar noch so ein kleines Dorf auf der anderen Seite, aber das ist die südlichste Stadt der Welt. Es gibt auf keinem Kontinent in irgendeiner Art und Weise eine Stadt, die weiter ist. Man kann theoretisch mit der Fähre hier übersetzen und hier diese 10 Kilometer, was es sind, ich glaube, es sind irgendwas um die vielleicht 50 Kilometer sind es, die kann man hier parallel nochmal zu diesem Kanal fahren. Aber das ist egal, das hier ist das Ende der Welt. Hier endet die Route Nummer 3 sozusagen, also hier noch ein kleines Stück weiter, aber hier ist Ushuaia und das ist unser Ziel. Bis dahin wollen wir fahren. Die Königspinguine sind die zweitgrößten Pinguine der Welt. Größe ist nur noch der Kaiserpinguin. In dieser Kolonie leben heute ca. 150 Exemplare und es werden jährlich mehr. Das hier ist die einzige Kolonie auf dem gesamten südamerikanischen Festland. Im Gegensatz zu den Magellan-Pinguinen tragen die Königspinguine das Ei zwischen den Füßen unter ihrer flauschig warmen Bauchfalte. Geschafft! Zweite Grenze in 2 Tagen. Wir sind ja gestern aus Argentinien nach Chile eingereist. Und es ist ja nur ein ganz kleines Stück Chile. Und dann geht es wieder nach Argentinien. Und die nehmen das hier schon ganz schön ernst. Also stark muskuläre Bären mit Waffe im Anschlag vom Militär. Mit Hunden, mit allem drum und dran. Und kontrollieren hier jedes Fahrzeug wie blöd. Als wir von Uruguay nach Argentinien eingereist sind, da war überhaupt nichts. Also das war total locker. Und hier jetzt in Feuerland
Hier wohnt wirklich keine Sau. Hier ist weit und breit nicht mal ein Bäcker zu finden. Aber eine Kontrolle, die sich gewaschen hat. Die nehmen das hier ganz schön ernst. Na egal, wir sind auf jeden Fall Direktion Richtung Feuerland. 250 Kilometer bis zum Ende der Welt. Ja, da freuen wir uns drauf. Der südlichste Punkt unserer Reise wird es sein. Und danach geht es nur noch Richtung Norden. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Ja, es ist echt nicht zu fassen. Es geht mir langsam einfach nur noch auf die Eier. Ja? Also damit komme ich nicht mehr klar. Wir sind jetzt über die beiden Grenzen gefahren. Sind jetzt in Patagonien, wirklich voll im Süden. Und ich teste Öl natürlich jetzt immer, weil wir den Ölverlust haben, bevor ich losfahre. Absolut das unterste Ende vom Ölstab ist noch berührt. Das heißt, wir haben einfach mal jetzt auf 300 Kilometern 2 Liter Öl verballert. Ja? Das ist voll scheiße, ist das. Ja? Das ist mega kacke. Ja, ich bin echt nervlich so ein bisschen am Ende. Das geht mir ganz schön auf die Eier. Jetzt füllen wir erstmal Öl nach und suchen uns hier eine Werkstatt. Ja, so unglaublich. Echt, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Gut, wir mal wieder bei der Werkstatt. Aber endlich mal einer, der den Fehler gefunden hat. Mann, ich hoffe, dass es das jetzt war. Hier übrigens die Werkstatt. Turbo, ja. Ach, hier, da. Gucken da. Ja? Wenn ihr irgendwann mal in Rio Grande seid, Richtung Feuerland unterwegs und Motorprobleme habt, geht ihr her. Der Typ ist echt, der hat einen Plan. Auf jeden Fall wird den Fehler gesucht. Ich bin ja immer noch vom Ölabscheider, Kurbelwellenentlüftung, irgendwas ausgegangen. Wisst ihr, was es wahrscheinlich war? Also, wenn es jetzt stimmt. Uns ist beim Gravelroad-Fahren ein blöder Stein direkt in den Motorraum geflogen, also so groß ungefähr. Und dieser Stein ist dann am Ölstab runtergerutscht und hat sich zwischen dem Ölstab und dem Metall, was da ist, reingeklemmt und den Ölstab immer weiter nach außen gedrückt. Das bedeutet, der Ölstab wurde aus seiner, also der Ölmessführungstunnel, Stab, Schlauch, keine Ahnung, wurde aus seiner Führung gedrückt, aus dem O-Ring raus und hat jetzt immer so ins Öl gedotzt, ja, weil er eben locker war. Der war ja nicht mehr fest. Und dadurch, dass er da reingedotzt hat, pumpt der natürlich Öl über kurz oder lang über den Führungsstab nach außen. Gleichzeitig kommt es unten aus dem Loch raus. Das waren die beiden Hauptgründe, warum es hinten so aussieht. Dass wir immer ein bisschen Öl verlieren an der Ventildeckeldichtung, weil der ja schräg eingebaut ist und da gerne mal was rauskommt, das weiß ich. Das sind aber ein paar Tropfen im Jahr, damit können wir leben. Jetzt haben wir einen neuen O-Ring reingemacht, haben das Ding da wieder reingekloppt, haben das Ding verschraubt und haben auch gleich, wie mir Dominik gesagt hat, den Ölfüllstab gekürzt um so ein Stück. Das heißt, es dotzt jetzt generell nicht mehr in das Öl rein. Und der Mechaniker sagt, es müsste 100%ig weg sein. Wenn das der Fall ist, geht es jetzt weiter nach Ushuaia. Wir haben schon gedacht, wir müssen schon wieder abbrechen. Unglaublich. Ein Auf und Ab bei uns hier. So, auf jeden Fall, so wie es aussieht, war es das. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter.
Ja, voll krass. Wir nähern uns dem Ende der Welt. Wir sind nicht mehr weit bis Ushuaia und haben hier am Strand einen Wrack gefunden. Haben wir eine Empfehlung bekommen von einem anderen Reisenden. Und das Krasse ist, der Wind, die Landschaft. Wir sind hier völlig alleine. Die einzigen Fußspuren, die wir in den Sand gemacht haben, sind von uns. Das ist echt total cool. Ja, und wie soll ich sagen, also schwer beeindruckend. Der Horizont ist unglaublich lang und ach, was für ein geiler Ort. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter Richtung Ushuaia, Richtung Ende der Welt, zum südlichsten Punkt unserer Reise. So, da sind wir gespannt. 1,5 Stunden Fahrt, sollten wir das schaffen. Toi, 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 dass der Bus durchhält. So, auf geht's. Ushuaia, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir sind da. Auto ist kaputt, alles kritisch, aber wir haben es geschafft. Wir sind da, ne? Ja. Wir sind am südlichsten Punkt unserer Reise, wir sind hinter uns die Anden. Wir sind da, ist das geil. Ja, freue ich mich richtig. Let's go. Let's go. Einen Platz. Genau, jetzt suchen wir erstmal einen Platz, weil es soll alles voll sein, weil ja alle nach Ushuaia wollen zurzeit. So, wir müssen uns natürlich wieder anschließen hier. Take me over to the north side so I can find my way. Lord knows I've walked the south streets, I've wasted hearts and days. So take it all, take everything from me and bring it on. Take me down to shining waters, to towns of grit and pride. Let me check my own soul, I've nowhere left to hide. Then take it all, take everything from me and bring it on. It's because I am just a wandering man that I need you now to take my legs, or else I'll ramble on until I wreck the song. Take it all to set me free, I beg. Take me to a hilltop castle, to a room all draped in white. Give me some familiar faces so I know I'll be alright. Then take it all, take everything from me, then bring it on. It's because I am just a wandering man that I need you now to take my legs, or else I'll ramble on until I wreck the song. Take it all to set me free, I beg. Take me to a state of mind where kings are pouring, paupers rich. Take away my trembling fingers, I'll take away that faithful itch. It's because I am just a wandering man that I need you now to take my... Wir sind weiterhin in Ushuaia bis zum Ende der Welt. Sind es jetzt noch von hier aus 6-7 Kilometer, dann endet wirklich die Route 3. Da, wo der Zug jetzt hinfährt, da ist das Ende der Welt. Das alles kommt aber im nächsten Video. Für heute ist Schluss. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao! Take it all to set me free, I beg. Yeah.